Hallo Katzenfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Das Coronavirus hat die Welt im Griff und mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse zur Übertragbarkeit auf und durch Katzen. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, kurz ZFF, fordert dieses Jahr nicht nur die Ostereier, sondern auch die Katzen zu Hause zu verstecken und ihnen den Freigang bis auf Weiteres zu streichen. Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Infektionen und Tipps zur Beschäftigung eurer Samtpfoten zu Hause haben wir für euch ins Video gepackt. Also bleibt dran. Vorher noch ein Aufruf an euch. Sendet uns gern Aufnahmen eurer Samtpfoten, wenn ihr sie in einer unserer Folgen sehen wollt. Nachdem am 6.4. die Meldung zu lesen war, dass bei einem Tiger im New Yorker Zoo erstmals das Coronavirus nachgewiesen werden konnte, wurde die Sorge um die eigenen Samtpfoten größer. Laut der Virologie der Freien Universität Berlin und des Friedrich-Loeffler-Instituts verdichten sich tatsächlich die Anzeichen, dass sich auch Feliden mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren und erkranken können. Dabei können Menschen Katzen anstecken und Katzen sich vielleicht auch untereinander. Und so wurde der Tiger Nadja im New Yorker Zoo von einem Tierpfleger angesteckt, der bereits erkrankt war, ohne selbst Symptome zu zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, geht nach wie vor davon aus, dass Katzen für die Verbreitung des Virus auf den Menschen nicht relevant sind. Dennoch sind einige Vorsichtsmaßnahmen sinnvoll. Nach den Empfehlungen des ZFF sollen die Zweibeiner Abstand zu fremden Freigängerkatzen halten und diese nicht streicheln. Da noch immer nicht ganz klar ist, ob sich das Virus in Katzen vermehrt und sie es wieder ausscheiden können, sollte die Nachbarskatze derzeit nicht gestreichelt werden. Damit schützt ihr euch, aber auch die flauschigen Lieblinge des Nachbarn. Wenn ihr möglicherweise infiziert seid oder Symptome einer Grippe habt, solltet ihr die Fellpflege anderen überlassen, um eure Flauschis zu schützen. Nach jedem Kontakt zu den Fellnasen unbedingt die Hände waschen. Bitte niest und hustet eure Fellnasen nicht an, nutzt stattdessen ein Taschentuch oder die Armbeuge. Achtet auf strikte Hygiene bei der Zubereitung von rohen Mahlzeiten für eure Stubentiger. Laut WHO gilt gekochtes Fleisch nach wie vor als unbedenklich. Da das Virus möglicherweise zwischen Katzen übertragen werden kann bzw. sich Katzen durch Menschen infizieren können, empfiehlt der ZFF weiterhin, Freigänger bis auf Weiteres im Hause zu halten. Eine echte Herausforderung für Mensch und Tier. Mit unseren folgenden Tipps schafft ihr das aber. Als Lauerjäger mit festem Ortsbezug und Revierverhalten ist die kleine Wohnung der Zweibeiner eine Herausforderung. Wenn dazu noch wenige Reize vorhanden sind und die Miniaturraubtiere sich langweilen, kann es zu Verhaltensauffälligkeiten kommen. Das geht von Unsauberkeit über gesteigerten Putztrieb mit Kahlschlecken von Hautpartien, über Kabelkauen und Fressen von unverdaulichen Dingen hin zu Aggression gegenüber dem Menschen. Doch dazu muss es auch bei reiner Wohnungshaltung nicht kommen. Mit den folgenden Tipps schafft ihr ein reizvolles Umfeld für eure Schnuffelschnuten in eurer Wohnung. Die dritte Dimension. Eröffnet die dritte Dimension. Katzen lieben es zu klettern und das Revier aus unterschiedlichen Perspektiven zu beobachten. Stellt aus diesem Grund in jedem Raum der Wohnung, eure Stubentiger sollten zu allen Räumen Zugang haben, einen Kratzbaum auf. Eröffnet ihnen die Möglichkeit, auf Schränke oder Regale zu klettern und richtet ihnen dort kuschelige Beobachtungs- und Schlafplätze mit Katzendecken oder Liegen ein. Katzen sind Lauerjäger, die bis zu 60% ihrer Wachenzeit mit Beobachten verbringen. Dabei kontrollieren sie in regelmäßigen Abständen, was es Neues im Revier gibt und ziehen sich dann wieder auf erhöhte Rückzugspunkte zurück. Katzen-TV. Apropos Beobachten. Sorgt für Abwechslung durch das extrem wichtige Katzen-TV. Stellt Kratzbäume direkt an ein Fenster. So kann die Schnurrnase das Treiben auf der Straße oder dem Garten hinterm Haus beobachten. Auch Vogelfutterplätze vor dem Fenster sind für Katzen eine willkommene Abwechslung und ganz leicht zu realisieren. Wenn ihr einen Balkon habt, könnt ihr euren Vierbeinern mit einem Katzennetz und einem Outdoor-Kratzbaum ebenfalls einen großen Gefallen tun. Aber auch ein Aquarium kann bei den Salonlöwen für Abwechslung sorgen. Ein neuer Trend wird ebenfalls diesem Bedürfnis der Vierbeiner nach dem Beobachten gerecht. YouTube-Videos speziell für Katzen.
Ein Renner ist dabei, Bird Bonanza. Dieser 8-Stunden-Clip kommt bei Stubentigern sehr gut an, auch wenn hier der Jagderfolg ausbleibt. So wird doch der Jagdinstinkt stimuliert und das steigert die Attraktivität der Umgebung ungemein. Den Artikel dazu haben wir verlinkt. Tägliches Jagdspiel. Beschäftigt eure Katzen täglich. Dazu gehört mindestens 1 Stunde Jagdspiel. Also mit der Reizangel oder einem Faden die Samtpfote zum Jagen und sich bewegen animieren. Erst wenn der Jagdtrieb abgebaut ist, ist die Samtpfote auch ausgeglichen. Ansonsten stumpft sie ab, wird lethargisch oder die Energie entlädt sich anderweitig. Ideal sind 4 mindestens 15 Minuten lange Spielsessions am Tag. Verzichtet weitestgehend auf den Laserpointer bzw. verschafft euren flauschigen Jägern einen Beuteerfolg durch ein zu erbeutendes Spielzeug oder Leckerli. Sonst sorgt ihr mit dem niemals zu fangenden Laserpunkt für Frust. Die Spiele kann man einfach in den Tagesablauf integrieren. Nach dem Bettenmachen mit der Angel spielen, im Badezimmer die Schnur fangen, Leckerlis in der Küche fangen, bevor die Katzentoiletten gereinigt werden, nach dem Nachhausekommen fangen spielen im Flur, Futter verstecken in Fummelboxen, abends mit der Reizangel im Kratzbaum toben. Selbstbeschäftigung. Die ideale Überleitung zur Selbstbeschäftigung. Auch wenn ihr nicht da seid, könnt ihr mit allerlei Katzenspielzeug für Abwechslung sorgen. Da gibt es sich bewegende Spielzeuge, die wir getestet haben, aber auch Futterspielzeug wie Fummelbretter oder selbstgemachte Fummelboxen aus Pappe. Die sind der Renner und regen die Problemlösungsfähigkeiten an. Zweitkatze. Aber nicht nur ihr als Zweibeiner sorgt mit eurem aktiven Spiel für Abwechslung und Unterhaltung. Menschen können zwar ein Umfeld schaffen, das den Bedürfnissen der Feliden nahe kommt, eines können sie aber nicht: die kätzische Kommunikation ersetzen. Eine zweite Katze in der Wohnung stellt eine derartige Bereicherung für das Seelenleben der Vierbeiner dar. So, dass selbst wenn sie nicht die dicksten Freunde werden, aber trotzdem beide Katzen durch die innerartliche Kommunikation profitieren. In der freien Wildbahn müssen Katzen auch mit Artgenossen zurechtkommen und das funktioniert sehr gut. Durch ihr eingangs erwähntes assoziatives Gedächtnis bringen sie Ereignisse und Bewohner ihres Revieres in einen örtlichen und zeitlichen Bezug. So schaffen sie es, den Konflikten mit dem lauten Hund, der immer um die gleiche Uhrzeit Gassi geführt wird, aus dem Weg zu gehen, dem streitlustigen, unkastrierten Kater, der immer um 21 Uhr vorm Nachbarfenster sitzt und lautstark Einlass begehrt, nicht über den Weg zu laufen und von der netten älteren Dame von gegenüber eine extra Portion Katzenfutter abzustauben. Sie müssen bei Begegnungen mit Artgenossen immer Situationen und Verhalten einschätzen und entsprechend reagieren, um Konflikte zu vermeiden. Dies vermag der Mensch nicht, daher unser Appell an euch: bitte keine Einzelhaltung. Grundausstattung und Erziehung. Kratzbäume oder Kratzgelegenheiten in jedem Raum, um dem Bedürfnis nach Krallenpflege und Reviermarkierung nachzukommen und eure Möbel und Nerven zu schonen, gehören da genauso dazu wie Futterzubehör und ausreichend Katzentoiletten. Als Faustregel gilt: immer eine Toilette mehr aufstellen, als ihr Katzen im Haushalt habt. Was haltet ihr davon, eure Freigänger derzeit lieber im Haus zu halten? Ist das schaffbar? Schreibt mir gern eure ehrliche Meinung dazu in die Kommentare. Das war's mit der heutigen Folge. Mit dem Rätsel geht es nächste Woche weiter. Abonniert uns kostenlos, um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, und aktiviert die Glocke. Bleibt gesund. Wir bleiben zu Hause und flatten the curve. Bis zum nächsten Mal und frohe Ostern.